Immer wieder kontaktieren uns Mandanten, die bei der Abmeldung aus Deutschland im Hinblick auf das Finanzamt zum Beispiel etwas nicht korrekt gemacht haben oder einfach abgehauen sind, sage ich mal. Und sie werden dann bei der Einreise in den Schengen-Raum oder bei der Ausreise aus Deutschland am Flughafen von der Polizei festgehalten. Was du in dieser Situation tun musst, darum geht es in diesem Video. Wir haben hier schon viele Videos zum Thema korrekte Abmeldung veröffentlicht und alle Videos haben im Grunde einen Tenor. Es ist sehr wichtig, dass du dich in Deutschland korrekt abmeldest, dass du ein Unternehmen, was du möglicherweise hast, korrekt abmeldest und auch, dass du Kontaktdetails hinterlässt beim Finanzamt, möglicherweise jemanden, der die Post für dich vom Finanzamt im Empfang nehmen kann, ein sogenannter Empfangsbevollmächtigter. Wenn du dies nicht tust und dann gibt es Fragen zu deiner Steuererklärung, zu deinem Unternehmen oder möglicherweise nicht bezahlten Steuern, kann das üble Folgen haben. Es ist total kontraproduktiv, einfach abzuhauen, sage ich jetzt mal, und diese Angelegenheiten nicht geklärt zu haben oder wenigstens eben dabei sein, sie zu klären und dann das Finanzamt entsprechend zu informieren. Man kann ja nicht immer alles erklären, bevor man wegzieht. Das braucht ja manchmal eine gewisse Zeit und man hat ja auch keine Fristen hier überschritten, wenn man ins Ausland umzieht und die Steuererklärung noch nicht eingereicht hat. Aber wie gesagt, einfach hier abzuhauen, ohne sich darum zu kümmern, ist meistens die falsche Strategie. Liegt da nämlich ein Fall vor, wo das Finanzamt Unregelmäßigkeiten vermutet, möglicherweise bei der Umsatzsteuer, vielleicht bei der Wegzugsbesteuerung oder in irgendeinem anderen Bereich, und du bist für das Finanzamt nicht greifbar, ist es nicht ungewöhnlich, dass das Finanzamt dann zu drastischen Mitteln greift. Im Worst Case natürlich wäre es der Haftbefehl, dann klicken sozusagen die Handschellen, wenn du das nächste Mal nach Deutschland kommst oder auch in einer deutschen Botschaft hier den Pass verlängern willst. Oder auch, wenn du ehrlich gesagt irgendwo in den Schengen-Raum einreisen willst, denn alle Schengen-Länder hängen ja an dem System hier der Polizei dran. Aber in vielen Fällen geht es ehrlich gesagt gar nicht um einen Haftbefehl, sondern um eine sogenannte Aufenthaltsfeststellung. Also das Finanzamt oder eine andere Behörde, wenn hier aus irgendeinem Grund nun ein Staatsanwalt ermittelt zum Beispiel, hat keine Adresse für dich, sie können dir keine Post zustellen, dann wirst du letztlich in dem System der Polizei zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Und wenn du dann mit der Polizei das nächste Mal in Kontakt kommst, und das nicht nur in Deutschland, sondern im gesamten Schengen-Raum, also zum Beispiel auch in der Schweiz, dann wird dich die Polizei so lange festhalten, bis du deinen Aufenthaltsort, dort wo du also gemeldet bist und wo du eine zustellbare Adresse hast, ihnen geben kannst. Wie gesagt, das gilt bei der Einreise im Schengen-Raum und auch bei der Ausreise aus Deutschland. Uns sind zum Beispiel Fälle bekannt, wo ein Mandant über Amsterdam in die EU in den Schengen-Raum eingereist ist und dann eine der E-Passport-Gates genutzt hat und diese offensichtlich noch nicht mit dem System der Polizei verbunden waren. Er konnte dort also einfach hindurchgehen, ist dann mit dem Auto nach Deutschland gefahren und wollte dann von Deutschland wieder ausreisen ins Ausland, ins Nicht-EU-Ausland. Und bei der Ausreise wurde er dann eben festgehalten. Er hat also dort bei der Ausreise den Pass gezeigt der Polizei. Die Polizei hat gesagt, kommen Sie bitte mal mit. Wir haben hier etwas vorliegen gegen Sie. Er wurde dann in einen Nebenraum geführt und ihm wurde erklärt, dass ein Verfahren gegen ihn eröffnet wurde und dass eben bei den deutschen Behörden keine zustellfähige Adresse vorliegt. Derjenige musste dann seine Adresse nachweisen. Hier reicht es nicht, dass man irgendwie eine Adresse aufsagt und keinesfalls sollte man auf die dumme Idee kommen, hier eine falsche Adresse anzugeben, sondern muss irgendein aussagekräftiges Dokument vorlegen. Sagen wir mal ein Ausweisdokument oder das Dokument einer Behörde, Steuerbehörde oder auch eine Utility Bill aus dem Ausland. Dann kann man normalerweise dann weiterziehen. Man wird dann also nicht weiter festgehalten. Aber dennoch ist das natürlich ein Vorfall, der einem durch Mark und Bein geht. Peinlich ist es natürlich auch,
wenn man dann hier vor allen anderen Leuten von der Polizei abgeführt wird, gerade wenn man möglicherweise in Begleitung verreist. Die Frage stellt sich nun, was du in einer solchen Situation tun sollst. Also, zunächst mal ruhig bleiben. Zweitens, lass deinen Ärger nicht an den Beamten aus. So ärgerlich es auch sein mag, die können auch nichts dafür. Die befolgen ja letztlich nur hier Anweisungen, die sie bekommen. Dann gib auf jeden Fall dem Beamten deine korrekte Adresse, wo du wohnst, wo dein Wohnsitz ist. Schau, dass du das entsprechend nachweisen kannst. Wenn du es nicht nachweisen kannst, besteht die Gefahr, dass du länger festgehalten wirst, und zwar so lange, bis du einen entsprechenden Nachweis lieferst. Also zeig ihnen einen Utility Bill, eine Anmeldung oder irgendwas anderes, Brief vom Finanzamt dort, wo du wohnst, um zu bestätigen, dass das eben deine neue Adresse ist. Es macht in dieser Situation eigentlich wenig Sinn, einen Anwalt zu kontaktieren, denn einfach nur deine Adresse zu geben, ist ja in keinster Weise ein Schuldeingeständnis. Es geht ja hier tatsächlich nur darum, dass dir dann Korrespondenz zugestellt werden kann. Und wie gesagt, es bedeutet natürlich absolut nicht, dass hier eine Art Haftbefehl oder sowas gegen dich vorliegt. Wo läuft vermutlich ein Ermittlungsverfahren? Aber wie gesagt, alleine die Hinterlassung deiner Adresse dort bei den Beamten am Flughafen ist dir nicht schädlich. Du wirst dann, wie gesagt, deines Weges ziehen können. Ich würde dir empfehlen, dass du dann einen Rechtsanwalt kontaktierst, einen Strafverteidiger, und ihm gibst du die Informationen weiter, welche du von den Beamten erhalten hast. Normalerweise sagen die dir, welche Behörde hier gegen dich ermittelt oder welche Behörde hier zumindest die Aufenthaltsermittlung beantragt hat. Der Anwalt kann dann dort hinschreiben und Akteneinsicht verlangen. Und das ist dann im Grunde genommen der erste Schritt, dass hier diese Sache aus dem Weg geräumt wird oder beziehungsweise eben dann korrekt bearbeitet wird. Vielfach ist natürlich der ganze Ärger komplett überflüssig, denn wenn du dich korrekt abmeldest, und wie gesagt, wir haben etliche Videos dazu schon veröffentlicht, wenn du dafür sorgst, dass du erreichbar bist im Ausland, dann wirst du so ein Problem gar nicht erst bekommen. Das ist eben genau der entscheidende Punkt. Viele denken ja, okay, ich hau einfach ab, das Finanzamt hört nie wieder von mir. Das ist meiner Meinung nach die komplett falsche Einstellung. Denn wenn es dort etwas gibt, was gegen dich vorliegt, möglicherweise auch nur ein Verdacht, da muss ja gar nichts dahinter sein, die allermeisten Verfahren werden ja eingestellt, dann wirst du nicht das Ganze aus der Welt räumen können, wenn du für die Behörden nicht greifbar bist. Daher ist es immer wichtig, dass die Behörden dich erreichen können, damit du diese Dinge schnell lösen kannst und hier schnell Informationen liefern kannst, damit das Ganze hier zu deinen Gunsten entschieden wird. Wie ich anfangs schon gesagt habe, ist das ganz besonders wichtig, wenn du ein Unternehmen hast, dann kannst du nicht einfach ins Ausland abhauen, sage ich mal, ohne dich dann hier um die korrekte Schließung und Auflösung zu kümmern. Ja, das ist lästig, ja, das braucht möglicherweise eine gewisse Zeit, das kostet Geld, du musst deinen Steuerberater beauftragen, aber wie mein Beispiel gezeigt hat, wenn du es nicht tust, droht dir großer Ärger hinterher. Und das kann ich dir sagen, möchtest du auf jeden Fall vermeiden. Wenn auch du ins Ausland umziehen möchtest und sicherstellen willst, dass bei der Abmeldung alles korrekt funktioniert und alles korrekt abläuft, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch hier mit mir zu führen. Den Link dazu packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuern zu optimieren, Vermögen aufzubauen und Vermögen zu schützen. Es würde mich freuen, auch dich bald zu unseren Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.